Hallo meine Lieben, heute habe ich was Kleines für euch und zwar etwas für die Weihnachtsdeko. Ich werde euch zeigen, wie ihr mit dem Plotter einen 3D-Stern machen könnt. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind so süße kleine 3D-Weihnachtssterne. Und zwar einmal aus einem normalen Bastelkarton und einmal mit einem Glitzerkarton und das mit dem Cricut Maker. Und wie ihr die genau machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für dieses Projekt alles braucht, ist einerseits natürlich das Papier selber. Ich habe mal hier an. Ich werde einerseits einen weißen Glitzerkarton nehmen, da werde ich einen Stern draus machen. Das habe ich aus diesem Set hier. Dann habe ich einen rosa Karton, das habe ich aus diesem Set hier. Und zum Schneiden brauche ich zwei Matten. Einerseits für den Karton habe ich die Standard Grip Matte und für den Glitzerkarton habe ich die Strong Grip Matte. Dann natürlich den Cricut Maker. Ihr könnt so Projekte natürlich auch mit eurem Plotter machen. Bei der Cricut Joy müsstet ihr dann einfach gucken, dass ihr die Größe des Sterns anpasst, weil ihr da von der Breite her auch eingeschränkt seid. Bei der Cricut Joy und beim Brother Plotter, da müsst ihr einfach drauf achten. Ne? Mit dem Maker kann ich Falzlinien ziehen, bei den anderen beiden wären es dann halt einfach Perforierungslinien und keine Falzlinien. Das heißt, das sind dann leichte Schnitte. Dann werde ich euch einerseits den Glitterkarton werde ich euch mit dem Falzrad zeigen und dann auch eine Variante, das heißt das Papier dann mit dem Falzstift, einfach, dass ihr das auch mal gesehen habt, den Unterschied. Das Fine Point Plate ist schon in der Maschine drin, das wird ja mitgeliefert. Dann habe ich eine Schere, ich habe den Spaten, um das ein bisschen einfacher von der Matte dann zu lösen. Ich habe zum Kleben einerseits ein ganz dünnes Doppelklebeband und den Flüssigkleber. Mal gucken, ich bin nicht ganz sicher mit dem Glitzerkarton, ob das mit dem Flüssigkleber haftet, deshalb der Doppelkleber. Dann habe ich immer auch ein Falzbein, wenn ich Papier bastle, um einfach diese Falzlinien noch ein bisschen festzustreichen. Und dann am Schluss, um das Ganze auch aufhängen zu können, habe ich eine Zange, wo ich kleine Löcher damit machen kann. Und dann ein Band, um da eben eine Schlaufe durchzuziehen. Als allererstes gehen wir jetzt auf den Cricut Design Space, damit ich euch da das Projekt zeigen kann. Wenn ihr auf dem Design Space seid, dann könnt ihr hier auf alle Ansehen gehen, damit ihr da auch suchen könnt. Und hier könnt ihr zum Beispiel ein 5-Point Star suchen. Dann werden euch da ein paar angezeigt. Und ich will effektiv hier diesen 5-Point Christmas Star. Mit dem Cricut Access ist es kostenlos, ansonsten müsst ihr hier einen kleinen Betrag zahlen, damit ihr da auf diese Vorlage zugreifen könnt. Ich gehe jetzt auf Anpassen zuerst. Und jetzt seht ihr, das sind 2 Sterne. Wenn ihr seht, die Größe sind circa 12 cm und 12, also 13, fast 13 auf 12 cm. Von dem her, das ist das, was ich mit der Cricut Joy gemeint habe, ne, das wäre zu groß für eure Arbeitsfläche. Da müsstet ihr einfach quasi beide markieren und die ein bisschen kleiner machen, damit es dann auf eure Matte geht, damit ihr die einzeln ausplotten könnt. Ich mache jetzt das wieder rückgängig, weil ich will sie in der Originalgröße behalten. Und ihr seht, der Stern hat auch immer eine Vorder- und eine Rückseite. Das sind die ganzen Falzlinien, die ihr hier seht. Und da seht ihr auch, dass die ganzen Klebelaschen hier auch schon dran sind. Von dem her ist da alles für uns auch schon wunderbar vorbereitet. Ich will ja 2 Sterne machen und deshalb werde ich hier beide markieren und einmal auf Duplizieren gehen.
damit ich das zweimal habe. Und ich werde die Farbe von den beiden, also von 2 Elementen, werde ich die Farbe ändern. Ihr könnt auch runterklicken, wenn ihr euch unsicher seid. Na, das waren die ersten, der und der waren die ersten beiden. Der und der gehört zusammen, also werde ich hier die Farbe ändern, und zwar von dem Stern selber. Das heißt der hier. Und das mache ich einfach, damit das quasi in 2 Schritten ausschneidet. Ich gebe jetzt einfach, spielt eigentlich keine Rolle, ich mache es jetzt einfach blau. Und den zweiten natürlich auch. Und ihr seht auch immer wunderbar, das, was ihr hier markiert habt, das wird hier auch dunkelgrau, damit ihr das dann auch seht. Dann kann ich hier den Stern auswählen und den auch mit diesem Blau machen. Und ihr seht jetzt gleich, was passiert, wenn ich auf Herstellen gehe. Ich habe jetzt nämlich 2 Matten, was genau das ist, was ich brauche. Ihr könntet es ganz einfach auch in 2 Schritten machen, aber ich finde es so fast einfacher. So, jetzt kann ich sagen, weiter. Sind für mich eigentlich gut angeordnet. Wenn ihr von der Anordnung her was verändern wollt, könnt ihr die einfach verschieben. Es muss einfach innerhalb von dieser roten Linie liegen. Und hier seht ihr auch, was er machen wird. Das ist Falzen, Schneiden, Falzen, Schneiden. Jetzt verbindet er sich mit dem Maker. Und wir machen jetzt zuerst den Stern mit dem Cardstock. Und da habe ich das Gefühl, es ist ein 220er circa, 200 bis 220, von dem her passt das hier. Und dann habe ich gesagt, na, ich will das hier nicht mit einem Scoring Wheel machen, sondern ich will das mit dem Falzstift machen, damit ihr das auch seht. Und jetzt seht ihr auch beim Material- oder Werkzeug- und Materialladen ist der Ritzstift in der Klemme A, die Feinschnittklinge ist in der Klemme B, und dann, wenn wir das gemacht haben, alles, können wir das Ganze auswerfen. Und dann seht ihr hier, dass der auch schon blinkt und die Matte will. Zuerst werde ich aber noch kurz die Werkzeuge laden, und zwar hier den Falzstift. Der kommt, wie gesagt, in die A-Klemme rein. Lasche zu, und in der B-Klemme ist schon das Fine Point Blade drin. Dann muss ich noch den Cardstock auf die Matte bringen und dann können wir die Matte auch schon laden. Und jetzt blinkt auch der Los-Button. Wenn er fertig ist, dann gibt er euch die Matte wieder raus. Und jetzt können wir die Sterne von der Matte lösen. Am einfachsten geht es, wenn ihr die Matte umdreht und quasi die Matte verbiegt. Und dann haltet ihr das Element einfach, drückt ihr das quasi so ein bisschen auf den Tisch. Wenn ihr macht es lieber vorsichtig, nicht, dass euch da die Sachen reißen, wo es geschnitten ist. Wenn es nicht funktioniert, dann könnt ihr eben mit dem Spaten arbeiten. Ich habe jetzt da nur einen Stern ausgeschnitten, aber ihr seht, da habt ihr wunderbar Platz, auch um mehrere aus diesem Papier auszuschneiden.
So, das ist der rosa und jetzt haben wir noch den mit dem Glitzerkarton. Da wartet jetzt der Design Space auch schon auf uns und sagt, wir sollen die Werkzeuge und Materialien laden. Hier sitzt noch auf dem Ritzstift, den will ich jetzt ändern und sage Falzrad. Und jetzt habe ich nur noch das Falzrad. Ihr könnt hier auch sagen, wie viel Druck da drauf sein soll und natürlich das Material auch ändern. Ich mache jetzt hier zuerst das Material ändern und gehe auf alle Materialien durchstöbern und sage Glitter. Und da habe ich auch schon den Glitzer Cardstock. Sage fertig. Und da gehe ich jetzt auf Mehrdruck, weil ich das Gefühl habe, der braucht da schon ein bisschen mehr, damit er dann diese Falzlinien auch findet. Jetzt, was er mir sagt, er will das Doppelrad, das habe ich nicht. Ich habe das falsch ausgesucht, ich will das einzelne Falzrad. Und dann können wir das eingeben und die Matte laden. Das heißt, jetzt nehme ich die Strong Grip Matte und gebe da den Glitzerkarton drauf. Warum die Strong Grip Matte? Ganz einfach deshalb, weil mit diesen Glitzersteinchen, die da drin sind, da braucht das Messer so ein bisschen mehr Druck, um das durchschneiden zu können, und auch das Falzrad, von dem her, es muss einfach, die Sterne sind, also diese Falzlinien, die müssten genau sitzen, damit wir das dann auch richtig falten können. Und deshalb muss das hier wirklich an Ort und Stelle bleiben. So, jetzt müssen wir eben den rausnehmen, das Messer rausnehmen und das Falzrad reingeben. Dann die Matte laden. Und jetzt blinkt er auch schon, damit ich loslegen sagen kann. Jetzt sagt er mir, ich soll die Klinge ändern oder das Falzrad rausnehmen und die Schneideklinge reingeben. Und dann kann ich auch schon wieder auf Los drücken. Und dann kann ich auch die Matte schon wieder rausnehmen. Und jetzt auch hier wieder vorsichtig das Ganze von der Matte lösen. Beim Glitzerkarton hat es ein bisschen länger gedauert, um die Falzlinien zu machen, und ganz einfach aus dem Grund, ne, beim Stift, der dreht sich ja nicht, der bleibt an Ort und Stelle und das Gerät geht dann einfach der Linie entlang und der falzt so. Beim Scoring Wheel ist es so, dass der die ganze Zeit die Richtung ändert, je nachdem in welche Richtung die Falzlinie geht, von dem her dauert es dann halt einfach ein bisschen länger. Aber ich habe mir gedacht, beim Glitzerkarton, weil der halt schon eine starke Struktur drauf hat, ist es eigentlich besser, wenn ich ein Rad habe, was drauf liegt und quasi entlang fährt. Und was wir jetzt machen müssen, ist die ganzen Falzlinien biegen. Da nehme ich jetzt ganz einfach das Falzbein und biege den Stern entlang von den Falzlinien.
Beim Glitzerkarton ist es ein bisschen herausfordernder. Der widerstrebt sich ein bisschen mehr, dass sich das Papier umlegt, aber es geht eigentlich. Und wenn nicht, gebt ihr einfach hinten mit dem Nagel, geht ihr in diese Kante rein und dann geht es eigentlich schon. Ich lege hier diese Klebelaschen um und dann habt ihr quasi 5 Linien drauf, weil wir haben ja einen 5-Spitzen-Stern. Und bei diesen Linien klappt ihr am besten die Kleberlasche ein bisschen hoch, damit sich der Karton nach innen legen kann. Dann geht die hier einfach schön entlang der Linie bis hoch zum Spitz und es sollte im Spitz enden. Und das eben 5 Mal. Et voilà. Und wenn ihr alle Falzlinien umgelegt habt, dann sollte das so aussehen. Und jetzt ist es ja so, dass immer entgegengesetzt die Spitzen je eine Klebelasche haben. Und deshalb kommt jetzt wirklich auf komplett alle Klebelaschen Kleber drauf. Und wie gesagt, beim Papier, da kann ich das mit dem Flüssigkleber machen. Einfach gut bis in die Spitzen hochziehen. Und so könnt ihr den jetzt aufeinander legen. Das heißt, die Spitzen wirklich schön übereinander legen. Und so festdrücken. Und dann, wenn ihr dem wieder so ein bisschen helft, so entgegenstoßt, dann sollten sich diese Kanten auch wieder quasi rauslegen. Und dann habt ihr hier wunderbar einen 3D-Stern. Übrigens noch kleiner Hinweis wegen dem Flüssigkleber. Ich habe hier effektiv ganz normalen Cementit-Flüssigkleber drin. Aber ihr habt gesehen, mit dieser Spitze kann man wirklich super filigran arbeiten. Und es ist halt auch, ich kann hier wirklich eine komplett große Tube kaufen, die ist 15 Franken. Aber die reicht mir ein Jahr. Also das ist wirklich, ich kann da immer wieder so ein bisschen abfüllen und kann dann mit dem arbeiten und kann so den Kleber halt einfach super regulieren. Hier als kleiner Tipp. Und es hat oben auch wunderbar diesen Gummihut, damit es nicht austrocknet. Jetzt beim zweiten Stern müssen wir mit Doppelklebeband arbeiten und das einfach entlang von diesen Falzkanten. Das heißt, hier müsst ihr wirklich ein schmales Klebeband haben, dass das funktioniert, weil sonst geht ihr zu weit raus. Und es soll sich ja heben können, das heißt, das sollte sich dann nicht innen festkleben. Und am einfachsten geht es, um Doppelklebeband zu lösen, wenn ihr ein Picking-Tool habt, weil dann könnt ihr da einfach rein und den Streifen ablösen. Und jetzt gilt wieder dasselbe Prinzip, das heißt die Laschen reinlegen und das bei beiden, weil die müssen jetzt wieder übereinander liegen dann. Das heißt, hier fange ich einfach mit einer Ecke an und drücke beide Klebelaschen rein und versuche das möglichst übereinander zu bekommen.
ein bisschen friemelig, aber das kriegt ihr bestimmt hin. Einfach immer gut gucken, wenn ihr es übereinander klebt, dass beide Laschen drin sind. Und dann könnt ihr auch dem wieder in die Form helfen. Und zu guter Letzt kommt noch der Schritt, wo wir ein Loch reinmachen, um das dann aufhängen zu können. Ich nehme hier wirklich das kleinste und gehe hier oben in eine der Spitzen. Dann habe ich hier ein kleines Loch drin. Dasselbe mache ich hier. Und dann schneide ich mir einfach ein kleines Stück Band ab. Und wie immer, ne, wenn ihr wollt, dass das hier oben nicht ausfädelt, weil ich werde jetzt das anschrägen, damit ich da besser durch das Loch durchkomme. Und damit es jetzt nicht ausfranst, einfach mit dem Feuerzeug drüber. So, jetzt kann ich hier wunderbar das durchfädeln. Und oben ganz einfach einen Knoten machen. We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life. We got drunk and smoked your dad's cigarettes. Dreamt of a life in a big town. Skyscrapers and neon lights. Ooh, I still think of you. Et voilà. Und so einfach habt ihr süße kleine 3D-Weihnachtssterne gemacht, die ihr aufhängen könnt. Und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, es selber auch mal auszuprobieren. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept off their